Sehr verehrte Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Mein Name ist Claudia Böhnert. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Courage Strategieberatung. Und ich selber war während meines Studiums lange Zeit in den USA und habe auch noch mal einige Zeit in den USA gearbeitet. Und ich muss sagen, aus dieser Zeit, USA stand für mich wirklich für Freiheit und für das Land der Möglichkeiten. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Und ich freue mich aber sehr über so zahlreiche Gäste heute Abend. Das zeigt ja auch, dass das Thema nicht nur für die USA relevant ist, sondern auch für Europa und besonders, glaube ich, auch uns gerade hier jetzt in Deutschland. Und entsprechend auch unser Thema heute Abend, 16 Tage Donald Trump. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber 16 Tage, wenn ich mir überlege, was alles passiert ist seitdem, habe ich eher das Gefühl, wir reden von 160 Tagen. Man muss nur überlegen, ich sage, am ersten Tag hat Donald Trump bereits 78 Dekrete von Biden abgewiesen wieder. Er hat angefangen, wirklich angekündigt, aus dem Pariser Abkommen und der WHO auszutreten. Er hat den Notstand an Mexikos Grenzen ausgerufen. Er hat Wirtschaftsschutzmaßnahmen, also Zölle, eingeleitet und ganz entscheidende Personaländerungen vorgenommen. Und nicht nur das, ich sage mal, wir hören vielleicht ab und zu jetzt alle von der Riviera des Mittleren Ostens, das fand ich ganz interessant die letzten Tage, oder Kanada als 51. Bundesstaat der USA, auch interessant, ja, und er hätte gerne Grönland. Gut, jetzt kann man vielleicht sagen, einfach ganz cool bleiben, das kriegt er eh nicht durch, aber ich glaube, eins haben wir alle ziemlich schnell gesehen, mit Trump verhandelt man nicht, Trump ist ein Dealmaker, Trump pokert. Und vielleicht ist es da auch ganz interessant zu wissen, wo Trump herkommt, aus der Immobilienbranche. In der Immobilienbranche werden eben nicht nur Nettigkeiten verteilt, sondern es ist eine knallharte Branche und in der Immobilien wird mit harten Bandagen gekämpft. Ja, und so ist er eben. Also ich sage mal, Trump kommt nicht und sagt, Mexiko, wie wäre es mit 5% Zöllen? Nein, er holt gleich die harte Kandare aus der Tasche und sagt, 25% Zölle. Und ja, und das Schlimme ist, sage ich jetzt mal Wertung, es funktioniert ja auch noch. Mexiko stellt, ich weiß nicht wie viele, ich glaube 16.000 Soldaten tatsächlich an die Grenze. Auch mit Kanada funktioniert es. Ja, also er kommt damit tatsächlich durch. Wahrscheinlich wird er versuchen, auch einen Deal mit China zu machen, wird auch einen Deal mit uns machen. Wie immer der aussehen mag, ich vermute mal, mehr Flüssiggas dürfen wir kaufen und wahrscheinlich mehr engere Gemeinschaft gegen China, dass wir als Einheit dastehen und aufrüsten, vermutlich auch mehr Waffen. Ja, aber ich sage mal so, und dann komme ich auch gleich zum Ende, Handel ist ja nicht nur eine einseitige Sache. Wenn er jetzt wirklich anfängt, Zölle zu erheben, dann wird auch die Inflation steigen und vielleicht der eine oder andere, der ihn gewählt hat, steht an der Tankstelle und sagt, ja und jetzt, wieso ist mein Benzin so teuer geworden? Und wieso gehe ich in den Supermarkt und dort ist auch alles so viel teurer geworden? Also es wird nicht nur Zufriedene geben. Und genauso sieht es ja auch aus mit der Industrie. Auch die Industrie, wenn Gegenzölle erhoben werden, werden natürlich die Produkte teurer werden, wird auch nicht nur amused sein. Entsprechend, Trump wird das wissen. Das heißt, die Frage, die ich mir stelle, ist, inwieweit ist es wirklich ein Pokern oder wie weit will er wirklich das durchsetzen? Und auch den Kongress in den USA darf man nicht unterschätzen. Er hat wirklich Macht. Und diese Macht hoffe ich auch, dass die auch gespielt wird.